In diesem Video möchte ich dir gerne 5 kurze Tipps geben, wie du mit der Angst vor Extrasystolen und Herzstolpern umgehen kannst. Tipp Nummer 1. Die meisten Patienten, die bei sich selber Extrasystolen und Herzstolpern wahrnehmen, haben tatsächlich eher eine Überreizung des Nervensystems und einen vollkommen normalen Herzschlag als tatsächlich eine Störung am Herzen. Trotzdem macht es immer Sinn, ein neu aufgetretenes Symptom oder Phänomen, welches man bei sich erkennt, von einem Arzt bzw. Facharzt abklären zu lassen. Das heißt, wenn du bei dir das Gefühl hast, du nimmst Extrasystolen wahr oder hast dieses Herzstolpern, dann solltest du als allererstes dieses Symptom von einem Facharzt abklären lassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du dort erstmal eine Rückmeldung bekommen, dass dein Herz vollkommen gesund ist und dass dein Herzschlag eben auch ganz normal ist. Vielleicht konnten in einem Langzeit-EKG auch Extrasystolen nachgewiesen werden. Allerdings ist das Auftreten von Extrasystolen nicht krankhaft, solange sie einen gewissen Rahmen nicht überschreiten. Insofern gehen wir schnell zu Tipp Nummer 2. Zunächst solltest du versuchen, in einer solchen Belastungssituation etwas Ruhe einkehren zu lassen. Schau dir hierzu auch die Tipps an, die ich dir gebe, um im Akutfall mit Derealisation und Depersonalisation umgehen zu können. Es ist wichtig, dass du dich diesen Symptomen, die du in dem Moment der Belastung erlebst, zuwendest, um zu verstehen, was konkret auf deiner gedanklichen Ebene passiert, sodass du entsprechend auch mit dem Gefühl der Angst und Panik auf dieses Phänomen reagierst. Das ist wichtig für Tipp Nummer 3. Steck dir Asse in den Ärmel. Du brauchst in der Situation, wenn dieses Phänomen das nächste Mal auftritt, etwas, wo du nicht erst großartig drüber nachdenken musst, um deinen Fokus zu verschieben. Merke dir, die Energie folgt immer deinem Fokus. Und im Moment der Anspannung und Belastung stehst du so unter Stress, dass du dann nicht wirklich erwarten kannst, dass dir irgendwas Kreatives einfällt, worauf du jetzt deinen Fokus richten kannst. Du solltest also dich dieser Problemebene aus Tipp 2 entsprechend zuwenden, um im Blick nach vorne dir eine Vorbereitung erstellen zu können, die du gerne auch einfach immer mit dabei haben kannst, um im Zweifel genau sehen zu können, jetzt habe ich gerade dieses Problem und jetzt sollte ich meinen Fokus konkret auf folgende Punkte richten. Doppelpunkt, Definition folgt, 2 Ausrufezeichen. Das kann im Prinzip etwas sein, worauf du dich freust. Das kann etwas sein, was dein Ziel entsprechend auch darstellt, worauf du hinarbeitest. Es kann aber auch einfach ein lockerer, konkreter Umgang mit dieser Symptomatik sein, im Sinne beispielsweise einer Affirmation. Mein Herz ist gesund, ich habe lediglich eine Überreizung des Nervensystems und alles hier schlägt ganz normal, wie es soll, und ich kann mich jetzt entspannt wieder dem zuwenden, was in meinem Alltag gerade das Wesentliche darstellt. Tipp Nummer 4. Achte auf deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. Bestimmte Lebensmittel werden dein Problem verstärken. Hierzu gehören insbesondere koffeinhaltige Getränke oder eben auch Nikotin. Ebenso ungesundes Essen und zu wenig Wasser trinken werden dein Problem mit Sicherheit verschlechtern. Entsprechend auch zu wenig Bewegung, weil in unserem heutigen stressigen Alltag entsprechende Stresshormone, die anfallen, durch Körperbewegung abgebaut werden. Wenn wir in unserem Alltag zu wenig in Bewegung kommen, aber gleichzeitig auch zu wenig entspannen, haben wir zu hohe Mengen an Stresshormonen in unserem Blutkreislauf und die werden auch diese Introspektionsfähigkeit unterstützen, die wir grundsätzlich brauchen, um das Problem überhaupt wahrzunehmen. Und das bringt uns zum abschließenden Tipp Nummer 5. Häufig steckt hinter einem solchen Phänomen etwas ganz anderes als befürchtet. Häufig ist es eben nicht eine wirkliche Herzerkrankung, die uns Sorgen bereiten müsste. Trotzdem passieren in unserem Leben ziemlich viele Dinge, wo unser Gehirn uns mehr oder weniger sagt, bitte mach nicht mehr so weiter wie bisher. Dein Gehirn gibt dir auch keinen genauen Plan, aber dein Gehirn sagt erstmal so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, gehen wir nicht wirklich freundlich mit uns selber um. Schau dir hierzu auch das Video zum Thema Schwindel an, wo ich im Detail erkläre, auf welche Dinge du in Zukunft im Alltag achten solltest.